Schnelles Geld online ohne Risiko und große Investitionen? Ich erkläre Ihnen wie. Hallo meine lieben Freunde, dieses Video ist für diejenigen, die von Grund auf lernen wollen, wie man den Markt versteht. Heute werden wir einen großen Teil der Theorie klären, finden Sie in der Praxis. Ich werde versuchen, Ihnen zu demonstrieren, Einzahlung, Beschleunigung von $100 auf mindestens $1000. Es wird also sehr interessant sein. Sehen Sie sich dieses Video bis zum Ende an. Ich werde Ihnen eine Anleitung und Strategie für den Handel auf eigene Faust, nicht abhängig von jemandem und Geld verdienen zu jedem Big 45 Zeit. Natürlich beginnen wir mit der technischen Analyse. Die ist das Wichtigste, was man für den anhängigen Handel verstehen muss. Dieses Video ist also perfekt für Anfänger, die verstehen wollen, wie sich der Markt bewegt und wie man damit Gewinne macht. Der erste Schritt ist die Umstellung auf den Kerzentyp der Grafik. Die lineare Grafik enthält nicht die Informationen, die wir für die Vorhersage kommender Ereignisse benötigen. Wie wir wissen, ist der Markt zyklisch, das heißt, er wiederholt sich. Genau mit dieser Zyklizität wird das große Geld gemacht. Wenn ein bestimmtes Ereignis bereits mehrere Male stattgefunden hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich wiederholen wird. Und weil wir wissen, wie es passiert und wodurch es gekennzeichnet ist, können wir mit solchen Situationen Geld verdienen. Kommen wir nun endlich zur Theorie und zu profitablen Geschäften. Für den Anfang wollen wir diese einfachen Situationen klären. Zunächst einmal sehen wir eine steigende Tendenz. Es ist im Allgemeinen offensichtlich, dass die Grafik steigend ist, aber man kann es auch an den grünen Kerzen erkennen. Grüne Kerzen zeigen das Wachstum des Vermögenswertes an, rote Kerzen seinen Fall. Grüne Kerzen dominieren hier und jetzt beginnt eine Korrektur mit diesen roten Kerzen. Wir haben das Wichtigste herausgefunden, die Richtung der Preisbewegung. Wir sehen, dass der Markt steigend ist. Hier ist der Anfang der Bewegung, etwa hier, und hier ist ihr Ende. Innerhalb jeder Aufwärts- oder Abwärtsbewegung gibt es Niveaus und Trendlinien. Was ist das? Der Markt bewegt sich zum Beispiel so, wellenförmig, schrittweise, mit Rückschlägen und so weiter. Genau wie hier. Wir können eine Trendlinie durch eine Reihe von grafischen Berührungen zeichnen. Um eine Trendlinie zu zeichnen, brauchen wir nur 2 Punkte. Wir schauen, wo der Markt umkehrt. 2 bis 3 solche Punkte. Und wir zeichnen eine Trendlinie durch diese 2 oder 3 Punkte. So wie hier. So sieht die Trendlinie in diesen Situationen aus. Die Grafik steigt an und rollt zurück zur Trendlinie. Wieder ein Anstieg, wieder ein Rollback zur Trendlinie. Ein weiteres Wachstum, ein weiterer Rollback. Wie wir sehen, geschieht diese mehrere Male, bis der Markt die Trendlinie durchbricht. Es kann mehrere solche Trendlinien geben. Nachdem er die erste Trendlinie durchbrochen hat, kann der Markt auf die zweite fallen und so weiter. Unser Ziel ist es also, darauf zu warten, dass der Kurs solche Linien berührt. So werden die wichtigsten Linien für den heutigen Handel sein. Markieren wir noch einmal alles, was wir in der Grafik eingezeichnet haben. Hier ist die erste Trendlinie, hier die durch 2 Berührungen eingezeichnet ist, und hier ist eine weitere, denn genau hier gab es eine Reaktion. Wie können wir verstehen, dass wir eine Reaktion bekommen haben? Das ist ganz einfach. Der Markt bewegt sich in wellenförmigen Bewegungen.
nach oben, nach unten, nach oben, nach unten und so weiter. Und wir stellen fest, dass wir, sobald sich der Markt umkehrt, den Umkehrpunkt betonen. Die Umkehrungen geschehen aus einem bestimmten Grund. Wahrscheinlich ist ein großer Spieler oder eine Gruppe von Händlern an einem bestimmten Preisniveau interessiert. Wir können die horizontale oder diagonale Linien durch diese Umkehrpunkte ziehen. Und wir können davon ausgehen, dass wenn der Kurs zweimal von einem bestimmten Niveau abgeprallt ist, egal ob vom oberen oder unteren, wie groß ist die Chance, dass die Grafik noch einmal von der Linie abprallt? Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch. In dieser Situation können wir also die Zyklizität des Marktes zu unserem Vorteil nutzen, denn wir wissen, dass es zum dritten Mal eine Reaktion geben wird und wir können von dieser Reaktion profitieren. Im Grunde genommen nichts Schwieriges. Hier haben wir eine Trennlinie gezeichnet. Wie wir sehen, hat sich die erste Berührung und die zweite. Unsere Aufgabe besteht also darin, darauf zu warten, dass der Markt die Trendlinie noch einmal berührt und dann klicken wir auf Kaufen, weil der Markt nach oben abprallt. Ich hoffe, das ist klar. Wir haben also nach einiger Analyse das erste Geschäft abgeschlossen. Betrachten wir die Situation aus dem Blickwinkel der Analyse, die wir vorgenommen haben. Es gibt diese offensichtlich Umkehrpunkte und wir können die Umkehrpunkte sowohl durch den Kerzenkörper, dieses Hauptbild, als auch durch die Schatten, diesen Linien, die über den Kerzenkörper hinausgehen, markieren. Wir sehen 3 Umkehrpunkte in der Grafik. Also entscheiden wir uns für einen Anstieg am 4. Punkt und hoffen auf eine Reaktion der Trendlinie. Es handelt sich um eine Trendlinie, weil sie eine Diagonale ist, die die Abwärtsbewegung begleitet. Diese Trendlinie fungiert als Unterstützung, da sie unter der Grafik liegt und diese nicht fallen lässt. Während der gesamten Trendbewegung gab es auch eine Trendlinie, die eine Rolle als Widerstand spielte. Wir können sie ebenfalls markieren, indem wir sie durch 2, 3 oder 4 Berührungen zeichnen. Die Anzahl der Berührungen kann beliebig sein. Aber man muss verstehen, dass jede Trendlinie früher oder später durchbrochen wird. In diesem Beispiel ist das sehr deutlich. Es gab eine Menge Berührungen, ich werde nicht genau zählen, wie viele, und irgendwann wird die Trendlinie durchbrochen. Wenn die Trendlinie durchbrochen wird, ändert sich normalerweise der Trend. Hier gab es diese kleine kurze Aufwärtsbewegung. Sie könnte in einer vollständigen Umkehrung der Grafik enden, aber das ist nicht passiert und der Preis muss sich zwischen diesen beiden Trendlinien bewegen. Die eine liegt oberhalb und die andere unterhalb, sodass ein solches Szenario möglich ist. Hier hatten wir das Glück, einen kleinen Hohlbug zu erwischen. Der Betrag des Deals war maximal, also haben wir unsere Anlage sehr schnell erhöht und nun durchbricht die Grafik die Trendlinie. Wenn der Kurs eine Trendlinie durchbricht, wird er in der Richtung des Durchbruchs gedrückt. Das ist eine sehr wichtige Unterstützungslinie, sobald der Kerzenkörper unterhalb dieses Niveaus festgelegt, beschleunigen die Kurse den weiteren Fall. Lassen Sie uns noch einmal ins Detail gehen. Also, lassen Sie es mich demonstrieren. Hier ist das Niveau. Es ist sehr klar. Hier ist die Kerze. Der Körper der Kerze fixiert sich unterhalb des Niveaus. Das Niveau wird durchbrochen, worauf diese große, schöne rote Kerze folgt. Ich bin dafür, dass diese Absenkungsbewegung weitergeht. Es ist nicht klar, wo die nächsten Niveau liegen. Wir können zu einer globalen Grafik wechseln.
und sehen, dass es hier ein Niveau gibt, auch dass der Preis weiterfallen könnte, zurück zu unserem lokalen Niveau. Die nächste Kerze scheint ebenfalls in Rot und wir verdienen weitere $92. Super. Hier mache ich einen Deal für einen Anstieg während der zweiten Berührung der Trendlinie. Auch hier ist alles ganz einfach. Lassen Sie uns diesen Fall von Anfang an klären. Hier ist die wellenförmige Trendbewegung. Sie hat sowohl die erste als auch die zweite Trendlinie berührt. Diese Trendlinien spielen die Rolle der Unterstützung, sodass unsere Geschäfte für steigende sind. Hier ist die erste Hauptlinie. Und hier ist die zweite Linie, hier, die der Kurs leider durchbrochen hat und auf die erste Linie gefallen ist. Es gibt noch keine dritte Linie, da der erste noch nicht durchbrochen ist, aber wenn der Kurs sie überwindet und sie so zu bewegen beginnt, werden wir die dritte Linie anzeichnen. Im Moment sehen wir eine erstaunliche Reaktion nach oben. Die Grafik berührte die zweite Unterstützungslinie und prallte sofort wieder nach oben ab. Weiter geht's. So, wir haben die Trendlinien geklärt. Jetzt wollen wir die horizontalen Unterstützungs- und Widerstandslinien klären. Also auch das sind wichtige Ebenen, die immer wieder auftauchen. Sie unterschieden sich nicht von diagonalen Linien, außer dass sie horizontal verlaufen. Es handelt sich nicht mehr um eine Trendlinie, sondern um eine horizontale Unterstützungs- oder Widerstandsniveau. Und also das Prinzip der Markierung ist dasselbe. Wir suchen nach Umkehrpunkten und ziehen eine Linie durch sie. Diese Linie sollte im Wesentlichen horizontal sein. Das ist hier das Gleiche. Wir suchen nach 2 bis 3 Umkehrpunkten und ziehen eine Linie durch sie. Wie Sie feststellen konnten, handelt es sich hier um ein Widerstandsniveau. Hier ist die erste gute Umkehrsituation und hier ist die zweite. Der Preis kam auch zum dritten Mal in die Nähe des Niveaus und prallte daran ab. Hier habe ich also ein weiteres profitables Geschäft gemacht. Der aktuelle Rollback ist allerdings nicht so groß, was wahrscheinlich darauf hindeutet, dass die Marke bald durchbrochen wird. Wie geschieht das normalerweise? Hier ist ein horizontales Niveau, der Preis kommt immer näher, der Trend ist steigend. Auf diese Weise kann die Grafik das Niveau früher oder später überwinden. Und wenn die Grafik ein Niveau durchbricht, beginnt sie schnell zu steigen oder zu fallen, wie sie. Das ist es, wovon ich gesprochen habe. Das Niveau wird durchbrochen. Sehr gut, wunderbar. Weiter geht's. Ich hoffe, alles ist klar bis jetzt. Also Leute, lasst uns einen weiteren Deal machen. Wir sind nahe an unserem Ziel von $1000. Ich glaube nur noch ein paar profitable Geschäfte und wir werden unser Ziel erreichen. Die Situation ist auch ganz einfach. Wir haben mit ähnlichen Situationen schon oft gearbeitet. Hier ist eine Trendlinie durch 2 Umkehrpunkte gezeichnet. Wenn sich der Kurs also wieder der Trendlinie nähert, machen wir ein Geschäft mit dem Trend. Grundsätzlich besteht der Vorteil dieser Strategie darin, dass wir die meiste Zeit mit dem Trend handeln. Und wenn der Markt steigt, handeln wir auf steigende Kurse. Wenn der Markt fällt, handeln wir auf fallende Kurse. Es ist wichtig, zwischen horizontalen Ebenen zu handeln, wenn der Trend während einer Seitwärtsbewegung nicht vorhanden ist. Dies ist eine Marktsituation, die wir als flache Bewegung bezeichnen. Es gibt keine bestimmte Richtung, in die sich der Markt bewegt. Es gibt keinen Trend, weder steigend noch fallend. Der Markt bewegt sich einfach von Niveau zu Niveau und so weiter. In solchen Situationen können wir also innerhalb des Handelsspanne erfolgreich Geschäfte machen. Zwischen der oberen und unteren Linie. Wir hatten nur ein bisschen wenig Zeit. Lassen Sie uns das letzte Geschäft mit einem kleinen Betrag von $100 abschließen. Wir haben unsere Einlage bereits mehr als 10-mal vervielfacht. Sie fragen sich vielleicht, warum funktionieren diese Ebenen und Linien? Das ist doch nur ein Schema für das grafische Verhalten.
Ja, Sie haben recht. Das sind ganz normale Linien. Es mag merkwürdig erscheinen, dass sie erfolgreich funktionieren. Der Grund dafür ist, dass die meisten Händler und großen Akteure mit diesen Linien handeln wie wir. Wenn der Markt also ein wichtiges Niveau oder einen wichtigsten Bereich erreicht, fangen viele Leute an, Geschäfte zu machen, die den Preis in eine bestimmte Richtung treiben. Wir haben also das Ziel von 1000 € erreicht. Danke, dass Sie dieses Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht, dass Sie mit mir zusammen auf meinem kostenlosen Telegram-Kanal handeln können. Alle Links finden sich in dem angehefteten Kommentar. Tschüssi!